In einem Schreiben an die Finanzämter vom 22. Dezember 2023 hat das Bundesfinanzministerium unter Christian Lindner klipp und klar festgestellt, dass manche Auswanderer, und das sind digitale Nomaden und Perpetual Traveler, noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig sind. Und damit wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Nun, das klingt zunächst mal natürlich wie eine Neuigkeit. Wirklich neu ist es allerdings nicht, denn schon seit dem 01.01.2009 ist der digitale Nomadenstatus bzw. das Perpetual Traveling mit dem deutschen Steuerrecht nicht mehr vereinbar. Einkünfte, die von Personen ohne Wohnsitz im Ausland erzielt werden, sind in Deutschland zu versteuern, wenn es sich dabei um sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte handelt. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Was neu ist, ist, dass das Bundesfinanzministerium dies jetzt nochmal explizit erklärt und betont hat in diesem Schreiben an die Finanzämter, welches am 22. Dezember 2023 verschickt wurde und du dir auch online im Internet anschauen kannst. Um was handelt es sich hier für ein Schreiben? Nun, es geht um die sogenannten Grundsätze zur Anwendung des Außensteuergesetzes. Hierzu gibt es bereits eine frühere Version von 2004 und diese neue Version von Ende 2023 löst im Grunde genommen diese Version von 2004 ab. Man muss dieses Schreiben als Verfahrensanweisungen an die Finanzämter verstehen. Es ist über 250 Seiten lang und wird uns noch lange begleiten. Nur zu deinem Verständnis, Gesetzgebung in Deutschland, wenn es ums Steuerrecht, aber auch um andere Gesetze geht, funktioniert ja so, dass der Bundestag ein bestimmtes Gesetz verabschiedet und dann ist es Aufgabe der Exekutive, also in diesem Fall des Bundesfinanzministeriums, hier Verfahrensanweisungen an die zuständigen Behörden, hier die Finanzämter, zu schreiben, wie dieses vom Bundestag verabschiedete Gesetz im Alltag zu interpretieren, zu verstehen ist. Die Finanzämter nutzen also hauptsächlich diese Schreiben, wenn sie sich deine Steuererklärung vorknüpfen, wenn du ins Ausland umgezogen bist. Die Finanzämter schauen sich nicht groß an, was hier der Bundestag alles so beschlossen hat oder auch was der Bundesfinanzhof hier so macht oder was der Europäische Gerichtshof so macht. Nein, die Finanzämter nutzen im Alltag, wenn es um deine Steuererklärung geht, um Steuerbescheide, um die Festlegung von Steuern im Auslandskontext dieses Schreiben. Man kann also die Wichtigkeit dieses Schreibens gar nicht zu sehr betonen. Es ist das A und O, wenn es um die Interpretation des Außensteuergesetzes in Deutschland geht. Natürlich geht es in diesem Schreiben nicht nur um Perpetual Traveler und digitale Nomaden. Nein, es geht um alle Aspekte des Außensteuerrechts, inklusive zum Beispiel der Wegzugsteuer. Wir wollen uns heute aber spezifisch mit den digitalen Nomaden und den Perpetual Travelers befassen, denn was hier vom Finanzministerium gekommen ist, ist auf jeden Fall interessant. Schauen wir uns hier nochmal die Zeitschiene an. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass Perpetual Traveling im Grunde schon seit dem 01.01.2009 nicht mehr mit dem deutschen Außensteuergesetz vereinbar ist. Davor hatte ich aber gesagt, dass das letzte Schreiben, die letzten Verfahrensanweisungen an die Finanzämter aus dem Jahr 2004 stammen. Und seitdem gab es zu dieser Frage immer so ein bisschen ein Kuddelmuddel, denn da gab es auch ein Urteil beim Bundesfinanzhof, da wollen wir gleich nochmal dazu sprechen. Und es hat im Grunde genommen diese explizite, klare Anweisung des Bundesfinanzministeriums gefehlt, wie in diesen Fragen hier durch die Finanzämter zu verfahren ist. Das hat das Bundesfinanzministerium nun geliefert und so denke ich auch, dass es hier weder auf Seiten der Finanzämter noch auf Seiten der Rechtsanwälte, Steuerberater und sonstiger Berater noch irgendwelche Fragen dazu geben sollte, wie in solchen Sachverhalten in Zukunft zu verfahren ist. Aber schauen wir uns noch mal ein wenig die Geschichte an. Alles fängt an mit dem deutschen Formel-1-Rennfahrer Heinz-Harald Frentzen. Vielleicht kennst du ihn, wenn du alt genug bist. Er war zu den Zeiten aktiv, als auch Michael Schumacher seine Erfolge feierte. In der Tat hat Michael Schumacher Heinz-Harald Frentzen die Freundin ausgespannt. Sie ist nun seit vielen Jahren Frau Schumacher. Dieser Heinz-Harald Frentzen lebte wie viele Formel-1-Rennfahrer in Monaco
Und hier muss ich betonen, dass er wirklich dort gelebt hat. Also er hat hier keinen falschen Wohnsitz oder einen Scheinwohnsitz gepflegt, sondern er hat tatsächlich dort gelebt. Und nachdem er dann Deutschland verlassen hatte, hatte er natürlich neben seinen direkten Formel 1 Honoraren noch etliche Einkünfte als zum Beispiel Werbeträger. Diese würde man also als gewerbliche Einkünfte bezeichnen. Hier wurde das Finanzamt schnell gierig und hat auf die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht hingewiesen. Eine Steuerpflicht, die aus den 70er Jahren stammt und im Grunde eingeführt wurde, nachdem der Kaufhausmagnat Horten in die Schweiz abgehauen war und Deutschland jede Menge Steuersubstrat verloren ging. Also man sagte Frenzen, nun lieber Heinz Harald, du hast hier gewerbliche Einkünfte. Im deutschen Außensteuerrecht ist festgelegt, dass sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte weiterhin in Deutschland zu versteuern sind, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, und zwar noch 10 Jahre nach deinem Wegzug aus Deutschland. Wir meinen, dass deine Einkünfte hier, die du neben deinen Einkünften als Formel 1 Rennfahrer erzielst, betriebsstättenlose Einkünfte sind. Also bitte bezahle Steuern in Deutschland. Nun, der Vorteil, wenn man Formel-1-Fahrer ist natürlich, dass man sich gute Anwälte leisten kann. Heinz Harald hat das Ganze natürlich nicht auf sich sitzen lassen, hat hier bis in die höchste Instanz geklagt und man höre und staune, der Bundesfinanzhof hat ihm Recht gegeben. Denn der Bundesfinanzhof sagte Folgendes: Es gibt ja gar keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Jedes noch so kleine Unternehmen, jeder noch so kleine Gewerbebetrieb hat mindestens eine Leitungsbetriebsstätte, nämlich dort, wo hier über die Geschicke und die wichtigen Entscheidungen dieses kleinen Unternehmens entschieden wird. Derjenige, der hier dieses Unternehmen also betreibt, der Unternehmer, er ist derjenige, der die Strippen zieht, und dort, wo er ist, befindet sich die Leitungsbetriebsstätte. Anders als bei anderen Betriebsstätten ist es bei einer Leitungsbetriebsstätte nicht notwendig, eine feste Einrichtung wie zum Beispiel ein Büro zu haben. Man kann also tatsächlich irgendwo auf einem Katamaran im Südpazifik sitzen und hat dort dann eine Leitungsbetriebsstätte. Im Falle von Heinz Harald Frenzen war die Leitungsbetriebsstätte bei ihm zu Hause in der Küche in Monaco, in seinem Wohnzimmer in Monaco. Und er konnte also argumentieren, dass er dieses Unternehmen, dieses Gewerbe, worüber er dann seine Werbeverträge hier abgewickelt hat, von ihm von Monaco aus geleitet hatte. Somit waren es keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Es war eine Leitungsbetriebsstätte in Monaco vorhanden und der Bundesfinanzhof gab ihm Recht. Er musste diese Einnahmen nicht versteuern. Nun, wie du dir denken kannst, war das Bundesfinanzministerium ziemlich pissed off über diese Entscheidung des Bundesfinanzhofes und hat sich gesagt, naja, ihr blöden Richter, das lassen wir uns so natürlich nicht bieten und wir werden nun Folgendes machen. Wir werden nun das Gesetz so ändern, dass wir sagen werden, es dürfen nicht nur nicht betriebsstättenlose Einkünfte sein, sondern es muss tatsächlich auch mehr als eine Leitungsbetriebsstätte im Ausland vorhanden sein. Nur dann müssen die Einnahmen nicht in Deutschland versteuert werden. Liegt keine sogenannte funktionale Betriebsstätte im Ausland vor, dann wird eine Betriebsstätte in Deutschland fingiert. Diese hat dann Priorität, wenn es um die Versteuerung der Einkünfte geht, und somit sind sämtliche Einkünfte wiederum in Deutschland zu versteuern, betriebsstättenlos oder nicht. Dieses Gesetz gilt seit dem 01.01.2009 und somit sind seit dann offiziell Perpetual Traveler Einkünfte in Deutschland zu versteuern, wenn man eben nach dem Wegzug aus Deutschland Perpetual Traveler ist. Also wie gesagt, dies sind alle Einkünfte, die der Perpetual Traveler aus seiner Tätigkeit erzielt. Alle Einkünfte, die keine Auslandseinkünfte sind. Also sämtliche Beratungs-, Programmierungs- oder sonstige Dienstleistungen, die der Perpetual Traveler so aus dem Ausland erbringt, auch für ausländische Kunden, sind dann in Deutschland zu versteuern. Es geht also nicht darum, hier um Dienstleistungen mit deutschen Kunden, um Einkommen aus Deutschland, sondern tatsächlich um Einkünfte, die der Perpetual Traveler irgendwo in der Welt erzielt. Diese sind in Deutschland steuerpflichtig.
insofern sie 16.500 Euro im Jahr übersteigen. Auch hier wieder ganz wichtig, hier geht es nicht um 16.500 Euro, die vielleicht mit deutschen Kunden oder von deutschem Boden aus erzielt werden oder um deutsche Mieteinnahmen oder sowas, die man auch vielleicht noch haben könnte. Nein, es geht tatsächlich um dein Einkommen als Perpetual Traveler, als digitaler Nomade, Programmierung, Beratung oder was auch immer du als Dauerreisender so machst. Es spielt im Übrigen auch keine Rolle, ob man noch Vermögen in Deutschland hat, also ob du noch Immobilien, Beteiligung oder sonst irgendwas in Deutschland hast, Konten, Depots etc. pp. Das ist alles nicht wichtig, denn die sogenannte fingierte Betriebsstätte, von der wir ja gerade eben gesprochen haben, sie alleine löst schon diesen Deutschlandbezug aus, der dann die erweitert beschränkte Steuerpflicht wiederum hier zur Folge hat. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, hier sind nur deutsche Staatsbürger betroffen. Wer in den letzten 10 Jahren vor dem Wegzug ins Ausland 5 Jahre lang als Deutscher in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war, der fällt unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Es bringt also auch nichts, hier deine Staatsbürgerschaft noch ganz schnell zu ändern. Es kommt darauf an, welche Staatsbürgerschaft du vor dem Wegzug ins Ausland hattest. Und wie gesagt, von der erweitert beschränkten Steuerpflicht ist man ja sonst nur betroffen, wenn man in ein Niedrigsteuerland umzieht. Hier aber ist man eben gemäß Gesetz auch davon betroffen, wenn man wohnsitzlos ist, also Perpetual Traveler oder digitaler Nomade ist. Ein wichtiger Punkt: Anwälte, Steuerberater, Ärzte etc., also solche Berufe, die als selbstständig gelten, haben hier spezielle Regelungen. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt ein besuchender Arzt, mal angenommen, du gehst als Arzt für einen Tag in ein Land, um dort zu operieren, bereits steuerpflichtig ist und die Einkünfte versteuern muss, wenn hier kein DBA vorhanden ist. Also hier gelten andere Regeln als bei anderen gewerblichen Tätigkeiten. Wir wollen also solche selbstständigen Tätigkeiten, Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, hier in diesem Video ausklammern. So war die Rechtslage. Ab dem 01.01.2009 waren also jene Einkünfte nun auch in Deutschland steuerpflichtig. Wir erinnern uns, das letzte Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die Finanzämter zu den Grundsätzen der Anwendung des Außensteuergesetzes kam in 2004. Und natürlich wurden hier bestimmte Erklärungen jetzt gemacht, auch für die Finanzämter, aber es war so alles ein bisschen nicht ganz klar, was hier eigentlich Sache ist. Außerdem haben sich ja die Aussagen des Bundesfinanzhofes, des höchsten Finanzgerichts in Deutschland, und die Aussagen des Bundesfinanzministeriums widersprochen. Denn das Finanzministerium sagte, naja, es gibt betriebsstättenlose Einkünfte. Der Bundesfinanzhof sagte, nein, es gibt sie nicht. Hier gab es also, kann man sagen, möglicherweise für den einen oder anderen noch irgendwelche Unklarheiten zwischen dem Zeitraum 2009 und 2023. Aber Ende 2023 hat eben nun das Bundesfinanzministerium ein für alle Mal hier klaren Tisch gemacht, die Dinge erklärt, so wie sie sind. Und hier sollten nun keine Zweifel mehr bestehen, wie diese Einkünfte zu behandeln sind. Das Ganze wollen wir uns doch jetzt mal hier anschauen am Screen. Hier siehst du, nun habe ich dieses Schreiben offen. Du kannst es dir selbst im Internet anschauen. Es ist ganz einfach zu finden. 255 Seiten lang. Wie gesagt, wir werden uns das Ganze nun natürlich nicht hier komplett anschauen, sondern werden uns hier gleich bewegen zu der für uns interessanten Passage. Wir befinden uns auf Seite 12 dieses Schreibens des Bundesfinanzministeriums an die Finanzämter. Und hier sehen wir, wie eben solche Einkünfte digitaler Nomaden und Perpetual Traveler behandelt werden. Welche Zusatzeinkünfte sind weiterhin in Deutschland steuerpflichtig unter der erweiterten beschränkten Steuerpflicht, wenn man Deutschland verlassen hat? Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die keiner inländischen Betriebsstätte und lediglich mangels Existenz betriebsstättenloser gewerblicher Einkünfte einer im ausländischen Staat gelegenen bloßen Geschäftsleitungsbetriebsstätte zuzurechnen sind. So, hier ist nun eben interessant, dass doch tatsächlich das Bundesfinanzministerium anerkennt,
dass es eben keine betriebsstättenlosen Einkünfte gibt. Es gibt keine betriebsstättenlosen Einkünfte, aber es gibt eben lediglich eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte im Ausland, und in all diesen Fällen passiert Folgendes. Für solche Fälle fingiert § 2 Absatz 1 die Existenz einer Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person im Inland, also in Deutschland, der solche Einkünfte zuzurechnen sind. Einkünfte, die durch eine inländische Betriebsstätte erzielt werden, unterfallen bereits § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a Einkommensteuergesetz. So, hier kannst du es also sehen. Hier wird es explizit gesagt, wenn du digitaler Nomade bist oder Perpetual Traveler ohne Wohnsitz, wohlgemerkt, dann gelten diese Bedingungen für dich, für dein Einkommen, die du als Perpetual Traveler und digitaler Nomade erzielst. Dabei hilft es auch nicht, hier eine Gesellschaft, zum Beispiel eine US-LLC, dazwischen zu schalten, denn diese hat ja ebenso keine Betriebsstätte. Den Link zu diesem Schreiben packe ich übrigens hier in die Beschreibung des Videos mit rein. Was heißt das nun konkret für dich? Nun, also ich möchte noch einmal betonen, dass es nicht wirklich etwas Neues ist, was hier das Bundesfinanzministerium geschrieben hat. Das Ganze gilt seit 2009. Wir haben schon lange Mandanten dazu geraten, sich nicht als Perpetual Traveler letztlich auf Reisen zu begeben, sondern immer irgendwo einen richtigen Wohnsitz zu haben. Hier reicht auch nicht ein Compliance-Wohnsitz, wo ich einfach nur eine Adresse habe. Nein, man muss einen richtigen Wohnsitz anmelden, man muss einen richtigen Wohnsitz haben. Das heißt, man muss eine Wohnung mieten, man muss diese langfristig anmieten, dort müssen die Sachen drinstehen und natürlich muss man sich dort auch entsprechend den allgemeingültigen Regelungen aufhalten. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht unterwegs sein kann. Also stell dir einen Piloten vor, der in Deutschland wohnt. Selbst wenn er sich in Deutschland nur sehr wenige Tage im Jahr aufhält, ist er auch in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Das Gleiche gilt natürlich auch für Fernfahrer und andere Berufe. Ja, das heißt, wenn du einen Wohnsitz in einem Land einrichtest und du bist dann auf Reisen, dann hast du trotzdem dort deinen Wohnsitz und bist dort trotzdem unbeschränkt steuerpflichtig. Wohlgemerkt, ich sage es nochmal, ein Compliance-Wohnsitz reicht aber nicht aus. Idealerweise sollte sich dieser Wohnsitz in einem Land befinden, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Denn dieses Doppelbesteuerungsabkommen hebelt in vielen Fällen die erweitert beschränkte Steuerpflicht komplett aus. Reden wir nochmal über Heinz-Harald Frenzen. Er hat ja in Monaco gewohnt. Es gibt natürlich kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Monaco. Insofern war er davon ganz besonders betroffen. Hätte er nun in einem anderen Land gelebt, sagen wir zum Beispiel mal Malta oder Zypern oder sowas, hätte sich die Frage gar nicht erst ergeben oder zumindest nicht in dieser Art und Weise. In den Doppelbesteuerungsabkommen ist es natürlich auch wichtig, darauf zu achten, dass es keine Öffnungsklausel gibt. Eine Öffnungsklausel bedeutet, dass Deutschland hier das Recht hat, noch Einkünfte zu besteuern, zum Beispiel, wenn diese nicht im Wohnsitzland besteuert werden oder der Staat die Besteuerung ablehnt. Also wenn Deutschland hier letztlich noch im Nachgang das Recht hat, irgendwas zu drehen. Ja. Das wäre natürlich nicht gut, wenn du in einem solchen Land lebst, denn auch dann wärst du möglicherweise hier der Willkür des deutschen Finanzamts ausgesetzt. Diese Wohnung, in der du lebst, kann dann auch deine Betriebsstätte sein. Wenn du zum Beispiel in Malta lebst, kannst du dort eine Firma gründen. Diese Firma kann bei dir zu Hause domiziliert sein. Die Körperschaftssteuer in Malta beträgt 5%. Den Rest kannst du dir steuerfrei ausschütten lassen. Somit hast du also eine Lösung, wo du offiziell 5% Steuern bezahlst. Du hast keine betriebsstättenlosen Einkünfte und auch gemäß dem deutschen Außensteuerrecht ist alles gut. Das Gleiche kann man auch mit anderen Staaten machen. Lebst du aber zum Beispiel, ich sage jetzt mal in England, dort ist es ja auch möglich, steuergünstig hier Einkünfte zu erzielen, zumindest momentan noch. Aber hättest du natürlich dann eine US-LLC, die du von England aus betreibst, dann hätte diese US-LLC möglicherweise in England eine Betriebsstätte und müsste dann englische Steuer
auf ihre Einkünfte bezahlen, vielleicht Körperschaftssteuer, vielleicht auch Einkommensteuer. Insofern würde dir das dann nichts bringen. Es ist also nicht nur eine Frage des Wohnsitzes, sondern es ist auch eine Frage der Betriebsstätte. Du musst dir also tatsächlich überlegen, wie organisiere ich meine Betriebsstätte hier für meine Auslandseinkünfte. Dubai zum Beispiel, die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch ein interessanter Wohnsitz- und Betriebsstättenort. Dort gelten 9% Steuern auf deine gewerblichen Einkünfte. Das heißt, du kannst in Dubai leben, du kannst dort eine Firma haben, du zahlst 9% Steuern. Hier gibt es zwar kein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland, aber dennoch hättest du zweifelsfrei dort eine Betriebsstätte, wenn du dort lebst, unbeschränkt steuerpflichtig bist und eine Gesellschaft hast. Und wie gesagt, auch hier kannst du natürlich reisen. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte digitale Nomadenvisa. Schau dir zum Beispiel das Rantau-Visum in Malaysia an. Da kannst du bis zu 2 Jahre in Malaysia leben und offiziell, ganz offiziell, sind deine Einkünfte steuerfrei. Das heißt, du kannst in Malaysia leben, du kannst vor Ort arbeiten, du hast dort eine Betriebsstätte, ja, und dennoch sind deine Einkünfte steuerfrei. Und so gibt es verschiedene Länder, wo verschiedene Szenarien denkbar sind. Ganz wichtig, man muss verstehen, dass dies alles mit gewissen Komplikationen und Komplexitäten verbunden ist. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall hier beraten lassen von einem deutschen Steuerberater und Rechtsanwalt und sich hier auch schriftlich geben lassen, dass das Setup, was man gewählt hat, aus deutscher Sicht rechtssicher ist. Denn wir dürfen uns hier keinen Illusionen hingeben, wenn es vielleicht bisher relativ selten war, dass solche Perpetual Travelers und digitalen Nomaden von den Finanzämtern an die Kandare genommen wurden, kann man nun davon ausgehen, dass durch die Klarstellung des Bundesfinanzministeriums diese Fälle sich häufen werden. Denn nun ist ja zweifelsfrei Rechtssicherheit gegeben und allen ist klar, wie hier zu verfahren ist. Daher würde ich dir raten, wenn du planst, digitaler Nomade zu werden, lass dich von deinem Steuerberater und Rechtsanwalt in Deutschland beraten, lass dir schriftlich geben, was du machen musst und ob deine Pläne hier mit dem deutschen Außensteuergesetz compliant sind. Ansonsten wirst du möglicherweise zum Beispiel bei der Rückkehr eine unangenehme Überraschung erleben. Wenn auch du vorhast, ins Ausland umzuziehen, digitaler Nomade zu werden oder Perpetual Traveler, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Den Link zum Gespräch poste ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuerlast legal zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.